So einfach können die mir gar nicht die Konzession entziehen. Doch, das können sie, Gregor, weil du nämlich mit einer 4-stelligen Summe bei denen in der Kreide stehst. Ja, und wenn ich den Laden dicht mache, da haben die ja auch nichts davon. Da kann ich hier nicht einen einzigen Cent zurückzahlen. Warum? Hier steht doch jede Menge rum. Bis wann, hast du gesagt, brauchen die ihre Kohle? Bis übermorgen. Das können die vergessen. Flaschenbier ist auch leer. Wie geht's jetzt weiter? Ich denk mir was aus, okay? Was mache ich denn jetzt? Was würdest du denn tun, wenn es um dein Heli ginge? Dann wäre es wahrscheinlich gar nicht erst so weit gekommen. Man muss auch wissen, was einem wichtig ist. Ja, mein Gott, ich hab's verbockt. Zufrieden. Ach, Gregor, darum geht es nicht. Die Frage ist, willst du überhaupt noch weitermachen hier? Im Moment hat man nämlich den Eindruck, dass nicht. Ja, von irgendwas muss ich ja leben und du auch. Ja, das ist eine tolle Einstellung. So geht's weiter. Pass auf, ich lasse euch nicht hängen. Ich renn morgen zur Brauerei, fall denen auf die Knie. Ein Aufschub ist auf jeden Fall drin. Was ist auf lange Sicht gesehen? Naja, wenn ich die Wahl hätte, die Kneipe oder... Ja. Ja, auf dem Maskenball. Habe ich diese Frau kennengelernt. Gregor, was hat das jetzt mit der zu tun? Ich habe nur gedacht, wenn ich die Wahl hätte, Kneipe abzugeben, um an diese Frau ranzukommen. Und ich weiß, das hörst du nicht gerne, aber das würde ich tun. Ist diese Rokoko-Tabatiere nicht bezaubernd? Die Gemme zeigt Erzherzogin Maria Amalia von Österreich, die Gemahlin Kaiser Karls VII. Wunderbar filigran. Sie ergänzt deine Sammlung hervorragend. Ja. Sie wurde in Wien gefertigt. Irgendwie ist sie dann nach Florenz gelangt. Und jetzt wird sie versteigert. Ja, und ich kann nur wiederholen, wie gern ich diese Auktion mit einer Reise durch Italien verbinden würde. Du verstehst? So könnte man das Angenehme mit dem Nützlichen verbinden. Hoffentlich habe ich mir keine Erkältung auf diesem Maskenball zugezogen bei all den Händen, die man dort schütteln musste. Mir hat's gefallen. Hier erkennt man sogar das kaiserliche Wappen. Ja, ja. Ganz deutlich, der Doppeladler. Scharnier? Ich glaube, das Scharnier ist gebrochen. Sehr schön. Hörst du mir überhaupt zu? Ich meinte natürlich, sehr schön, dass wir zusammen nach Italien fahren. Also sollte diese Tabatiere tatsächlich beschädigt sein, dann erübrigt sich natürlich unsere Reise nach Italien. Sie ist kaputt? Ja, aber davon rede ich doch die ganze Zeit, Luise. Wo bist du nur mit deinen Gedanken? Hm? Um ehrlich zu sein, war ich beim Maskenball. Ich habe schon lange nicht mehr so viel getanzt. Also ich fand das eher ermüdend. Ja, ich weiß, du kannst dem nicht viel abgewinnen. Meinst du, hier lässt sich irgendwo eine Lupe auftreiben? Da bin ich sicher. Frag doch mal Justus. Genau das werde ich jetzt tun, Liebling. Ich dachte, wir treffen uns im Park. Es ist viel zu kalt. Und wie war der Termin mit der Brauerei? Horror, aber die geben mir noch eine Chance. Wer kann dir schon widerstehen? Apropos, konntest du was mit der Gästeliste anfangen, die ich dir gemeldet habe? Ja. Von den 100 weiblichen Gästen kommen noch genau 9 in Frage. Das grenzt das Ganze ja gut ein. Ja, aber trotzdem komme ich ohne dich da nicht weiter. Du weißt doch, ich kriege Ärger, wenn meine Indiskretionen rauskommen. Stella, es bleibt in der Familie, also hilf mir doch einfach. Der Besuch auf der Leukämiestation. Dann werde ich Eduard wohl einen Korb geben müssen. Ist mir da etwas entgangen? Eduard hat es sich in den Kopf gesetzt, mit mir noch auf Vieto zu fahren. Oh, wie nett. Ja. Es gibt dort eine Schnupftabakdose, die bei genauem Hinsehen offensichtlich doch noch vollkommen intakt ist. Anstelle Ihres Verlobten würde ich mir etwas mehr Enthusiasmus wünschen.
Schon komisch. Erst muss man dich fast mit Gewalt auf diesen Massenball schleppen und dann... Ja, ich weiß, dann, wenn man es am wenigsten erwartet, sagen die Namen irgendwas. Also Gräfin von Kaiserling ist über 50. Und die Prinzessin kann es ja wohl auch nicht sein. Die kennt ja wohl jeder. Ja, bleiben noch 7. Da kommen wir der Sache schon näher. Das ist doch eine wundervolle Idee. Eine Reise zu zweit nach Italien. So sehe ich das auch. Ja, mach dich nur lustig über mich, aber ich sage dir, auf dem Ball, das war Magie. Warum gehen Sie nicht weiter? Sie wollen doch nicht etwa lauschen. Eins musst du mir aber trotzdem noch erklären. Wie willst du die Frau mit dieser weißen Feder wiedererkennen? Du hast doch noch nicht mal ihr Gesicht gesehen. Muss ich nicht. Ich habe ihr Bild hier. Hier drin. Ja, das ist ja wirklich erwischt. Ja, und was ist denn so schlimm daran? Was ist mit Ihnen, Luise? Fühlen Sie sich nicht gut? Haben Sie nicht gehört, was er gesagt hat? Aber was war denn daran so wichtig? Ein Gast vom Maskenball, der sich verliebt hat. In eine Frau mit einer weißen Feder. Moment. Hatten Sie nicht eine weiße Feder? Sie denken, er meint Sie? Na, dann haben Sie sich richtig verhalten. Man will ja keine Szene. Würde er Sie denn erkennen? Die Maske... Nein, er hat mein Gesicht nicht gesehen. Ist er unangenehm? War er zudringlich auf dem Ball? Nein, ganz im Gegenteil. Er war einfach... Er scheint einen gewissen Eindruck gemacht zu haben. Sie kennen diesen Mann aber nur vom Maskenball? Ich habe Ihnen doch von meinem Bekannten erzählt. Dem Helikopterpiloten. Er ist es. Wie kommt er auf den Ball? Haben Sie ihn eingeladen? Nein, natürlich nicht. Für ihn bin ich nur Katharina. Auf jeden Fall war er den Abend da und wir haben die ganze Zeit getanzt. Seien Sie ehrlich, Luise. Sie sind verliebt. Sie spielen mit dem Feuer. Ist Ihnen das klar? Deswegen bin ich ihm aus dem Weg gegangen. Und in Zukunft? Luise, Sie sind verlobt. Denken Sie an Ihre Familie, an Ihren Vater. Manchmal kollidieren Wünsche und Träume mit Verpflichtungen. Aber eines weiß ich. Eine falsche Entscheidung bereut man für immer. Als wenn ich das nicht wüsste. Lieber Unbekannter, das Schicksal hat uns... Nein. Lieber Unbekannter, das Schicksal hat uns in einer märchenhaften Nacht zusammengeführt. Ich werde unsere gemeinsamen Tänze nie vergessen. Dennoch bitte ich Sie, nicht nach mir zu suchen. Wir dürfen uns nicht wiedersehen. Ich bin bereits vergeben. Wenn Sie diesen Brief in Händen halten, befinde ich mich schon weit weg im Ausland. Ihre Bemühungen wären also ohnehin zwecklos. Ich werde immer gern an Sie denken. In tiefer Dankbarkeit, die Unbekannte mit der weißen Feder. Das war ja klar bei meinem Glück.